was mich manchmal extrem stört, ist, dass wir ein bisschen eine verwaltender Finanzplatz sind. Wir verwalten Erfolge von früher, wir sind ja jetzt noch erfolgreich, aber wir verwalten schon Erfolge von früher, wir verwalten Größe, wir verwalten ganz viel und wenn man schaut, an vielen Punkten sind wir so ein bisschen im leicht Rückwärtsgang und wenn eine Bank wirklich explizit sagt, aus Kernbanken-Systemgründen können wir das nicht, dann wäre es Zeit für ein neues Kernbankensystem. Sonst können die auch in Zukunft Dinge nicht machen und dann laufen ihnen wirklich die Geschäfte davon. Und diese Gefahr lässt sich eigentlich nur bannen durch eigene Innovation. Dass man sagt, wir machen Dinge, die die Welt erstaunen. Könnten wir auch. Wir müssen ja in der Schweiz nicht nur die Schweiz erstaunen, wir haben die Möglichkeit, wirklich die Welt zu erstaunen. Udi, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit mir einen Podcast wagst. Ich freue mich sehr. Habe ja viel Gedanken gemacht für die Vorbereitung, aber bevor wir da voll loslegen, kurze Vorstellung, wobei man das bei dir wahrscheinlich gar nicht machen muss, weil wir wollen die Bankenszene angehen, genau, und das kennen dich so alle, aber als Chefredaktor von Money Today hast du auch immer wieder den Ball aufgenommen, unabhängig, und darum sind wir auf dich zugegangen. Genau. Rund um Open Finance, Embedded Finance, ein Thema, das uns am Herzen liegt, wo wir auch glauben, dass die Banken sich in diese Richtung entwickeln dürfen, müssen, zum Teil schon tun, ja, weil ein bisschen weniger in der Schweiz. Und darum als Einstieg würde mich sehr interessieren, wie du das überhaupt definierst. Da haben ja auch sehr viele eine Meinung dazu. Und dann steigen wir mal ein und sehen, wie du den Markt siehst in der Schweiz. Okay, Embedded Finance. Embedded Finance ist relativ einfach zu erklären, wenn man erklärt, was es nicht ist. Das ist einfach. Also zum Beispiel, wir sind uns alle gewohnt, du auch. Alle Leute, wenn ich Zahlungen mache, wenn ich einen Kredit brauche, wenn ich, also Bankdienstleistungen, wohin gehe ich? Zu einer Bank. Und das ist Tradition, hatten wir immer so, ist aber eigentlich oftmals ein Umweg, weil, und das ist dann Embedded Finance, ich nutze als Konsument ja einfach Bankfinanzdienstleistungen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb ich die immer in der Bank nutzen sollte. Embedded Finance ist eigentlich die Übersetzung von einer einfachen Überlegung. Wie wär's, wenn wir Finanzdienstleistungen dort in Anspruch nehmen könnten, genau dort, wo wir sie brauchen? Beispiel. Wenn ich in der IKEA, jetzt ohne Werbung, das kennen alle und so, in der IKEA, ich richte mein Haus, meine Wohnung, was immer neu ein. Sehr viel teurer, als ich gedacht habe, ich brauche einen Kredit. Also renne ich jetzt zur Bank und sage, bitte, könntet ihr mir einen Kredit geben? Und die machen die ganzen Abklärungen. Oder ich bin in der IKEA, habe Möbel eingekauft. Die sagen, oh, du hast für 10.000 Franken eingekauft. 2 habe ich, 8 brauchst du. Die geben mir einen Kredit für 8.000 Franken direkt in der IKEA. Mit den Abklärungen und so weiter. Das ist Embedded Finance. Das heißt, nicht nur IKEA, jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, Finanzdienstleistungen in seine Basisservices oder sein Basisangebot einzubinden. Das können Zahlungsdienstleistungen sein, das kann Kredit sein, das kann Krypto sein, das kann Kontoeröffnung sein. Ich habe ein Bankkonto, nicht bei einer Bank, sondern bei einem sonstigen Anbieter, wenn es Gründe gibt dafür. Das ist Embedded Finance, wenn Finanzdienstleistungen genau dort für dich, für mich, für alle nutzbar sind, wo ich sie brauche. Das ist ja doch super erklärt, nicht zu sagen, was es nicht ist, sondern was es ist. Aber genau. Das heißt, eben bei einem Bankservice, sage ich mal, jetzt ein bisschen salopp, dort, wo er gerade gebraucht wird und zu dem Zeitpunkt, wo er gebraucht wird. Und das ist natürlich ein bisschen jetzt die Schwierigkeit, weil wir Menschen, glaube ich, so rein psychologisch denken wir in Kategorien, oder? Und eigentlich willst du eine Bankservice von einer Bank und ein Möbel von IKEA, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es vermischt jetzt alles im Sinne. Ist das ein Grund, warum es vielleicht ein bisschen schwierig ist und warum in der Schweiz eher, oder wie siehst du das? Ich glaube, in der Schweiz ist es eher schwierig, weil Banken auf der Bremse stehen. Also ich glaube, dass Banken, Kredithäuser, Geldhäuser noch sich irgendwie schwer tun, kommen wir später vielleicht noch ein bisschen vertiefter drauf. Bei den Konsumenten sehe ich das Problem überhaupt nicht, wobei deine Überlegung berechtigt ist. Also wenn zum Beispiel, nochmals das IKEA-Beispiel. Ich bin bei der IKEA und die sagen, ja, möchtest du den Kredit bei uns haben?
ist das auf den ersten Blick, wenn es wirklich ganz neu ist, ich habe noch nie gehört, dass ich das haben kann, vielleicht ein bisschen seltsam, aber etwas, und das ist meine Erfahrung auch im Finanzbereich, wenn man Menschen Komfort anbietet, kurze Wege, einfach das Leben wird einfacher. Genau. Mit dem gewinnt man immer. Einfach immer. Und eine gewisse Angewöhnungszeit ist klar. Nur irgendwann wird es normal, dass ich beim Garagisten, wenn ich Auto kaufe, Kredit oder finanziere, was weiß ich, es wird normal. Und dann ist es wie Brot essen, weil der Komfort gewinnt und überzeugt. Auf der Bremse sitzen eher die Banken aus ganz unterschiedlichen Gründen. Im Ausland weniger, in der Schweiz mehr. Bei uns braucht das einfach mehr Anlaufzeit. Aber ist das nicht ein bisschen einfach zu sagen, ja, wenn dann die Banken da ein bisschen sich auftun würden, dann käme alles gut. Ist das so? Oder was gäbe es dann, wenn man da den Schritt wagen würde? Was würde passieren? Wäre dann alles gelöst oder gibt es noch weitere Hindernisse? Also man braucht einen Use Case, man braucht einen Businessfall. Das heißt, auch von Bankenseite her gedacht, es sagt ja keine Bank, oh, wir finden Embedded Finance unglaublich lustig, machen wir mal. Weil das sind Investitionen, das sind technische Hürden, da liegen zum Teil auch Probleme, wenn man Kernbankensysteme anschaut, die das vielleicht einfach nicht können. Und die Bank, muss ich sagen, ob alles gut kommt, wenn sie das machen, ist vielleicht gar nicht so die Idee, sondern es kommt dann schon gut. Es ist die Durchsetzung. Es ist von der Bankseite her ist einfach ein Punkt enorm wichtig. Banken bieten Dienstleistungen, die haben Kunden, die kommen zu ihnen. Also, wenn jetzt Kunden gewisse Dienstleistungen mehr und mehr ihre Kunden nicht mehr bei ihnen beziehen, was heißt das für die Bank? Wenn du und ich das machen, schert das die Bank nichts. Die sagen, okay, 2 Figuren, die nehmen Kredite außerhalb oder die machen irgendwelche Sachen, schert sie nicht. Aber wenn mehr und mehr Massen das tun, verliert die Bank einfach ein Geschäft. Und was die Bank machen kann, die Bank ist ja dann nicht der Embedder. Also der Embedder, derjenige, der Finanzdienstleistungen einbietet, ist das Unternehmen, die Garage, die IKEA, wer immer. Aber die Bank hat die Funktion Banking as a Service, das ist der Teil des Anbietenden. Also eine Bank weiß alles rund um Finanzen. Sie weiß, wie Prozesse laufen. Sie hat die ganzen regulatorischen Sachen, Compliance und so im Griff. Sie weiß, KYC, kenne deinen Kunden, wie läuft das, wenn jemand einen Kredit will, wer ist das und so. Also die sorgen für die ganzen Prozesse. Das heißt, Banken verkaufen in einem gewissen Sinne ihre Leistungen nach außen, einer IKEA, einer Garage, einem Großunternehmen für bestimmte Zwecke. Und die Bank sorgt dafür, dass ihr Geschäft weiterläuft, auch wenn Kunden quasi fremd gehen und gewisse Dienstleistungen außerhalb beziehen. Würde mir auch gefallen, oder? Dort, wo du das brauchst, die Dienstleistung, dort hast du sie. Genau. Jetzt, was wir viel hören auch von Banken, mit denen wir sprechen, einerseits, man will den Kundenkontakt nicht verlieren, man scheut sich. Und darum ist es dann, oder wir wissen ja selber, ein Business Case zu machen, ist dann immer schwierig. Es gehört auch ein gewisser Glaube dazu, aber wenn man da eher noch mit Angst verbunden ist, das ist ein Hindernis. Und das Zweite, das dann häufig kommt, ist, ja, Embedded Finance ist ja nicht nur das Angebot am Point of Sale, sondern es muss möglichst automatisiert auch bis in die Backend-Systeme über alle Prozesse hinweggehen und dass man dort auch noch, vor allem wenn es noch von Embedder zu Bank geht, Schwierigkeiten hat, aber dann auch innerhalb von der Bank vielleicht noch nicht alles vollautomatisiert ist oder sein kann. Wie groß sind denn diese Hürden oder diese Ängste, dass man sagt, ja, man versteht, da gibt es keinen Business Case oder man sollte es einfach weiter suchen und probieren und dann aufzeigen, dass es eben doch geht? Ja, vorweggenommen, also ohne Business Case muss man es nicht machen, weil es ist ja klar, man muss sagen, okay, wir haben jetzt ein Riesenunternehmen und das möchte gewisse Dienstleistungen haben, die wir als Bank bieten können, möchte die in-house anbieten, also im Unternehmen. Und das ist der eine Punkt. Business Case muss man haben. Der zweite Punkt, dass du sagst, Banken haben, und das haben die immer Angst, die Kundenschnittstelle zu verlieren. Also dass Kunden dann dies und das tun und nicht mehr direkt bei ihnen. Und da muss ich sagen, das ist in der Nähe eines Naturgesetzes, also was da läuft. Weil das läuft in ganz anderen Bereichen auch so. Also zum Beispiel Open Finance, also Deckel drüber, wo dann ganz, ganz viel dazugehört. Also Kunden nehmen sich einfach die Freiheit,
ja, quasi finanziell fremd zu gehen. Und das ist ja heute schon so. Also zum Beispiel nehmen wir den Kryptobereich, weil er gerade so prototypisch ist. Banken haben sich in der Schweiz sehr, sehr lange ein bisschen schwer getan, mit Kryptos für ihre Kunden zu öffnen. Und das gibt schon Gründe, also Sicherheit, Compliance, was weiß ich, nur die Dinge waren ja lösbar. Und dann haben Banken festgestellt, da geht von uns immer Geld weg, also Kundengelder fließen ab. Warum? Weil die Kunden, die wollen eben einfach mit Krypto handeln. Ergo gehen sie zu einem Broker, zu einer Plattform, zu einer Börse, was weiß ich, also zu jenen, die das anbieten. Und wenn da genügend Geld einfach abfließt, kann man sagen, als Bank, wir möchten natürlich die Kundenschnittstelle nicht verlieren, aber möchten wir das Geschäft verlieren, also gar nicht involviert sein. Banken haben dann begonnen, also jetzt im Kryptobereich, das kennt man, die Beispiele mehr und mehr. Banken haben sich geöffnet, gesagt, okay, wir bieten unseren Kunden auch Krypto-Services an, um die geht es jetzt heute nicht, aber es ist beispielhaft. Ergo, Banken haben einen riesen Vorteil. Man sagt immer, das Kundenvertrauen. Banken haben sehr, sehr viel Vertrauen, also Kunden haben sehr, sehr viel Vertrauen zu Banken, zu etablierten klassischen Banken. Das stimmt auch. Das ist aber nicht der Kit für alle Ewigkeit. Aber das Vertrauen ist noch da. Wenn man zum Beispiel heute forschungsmäßig Studien anschaut und Leute fragt, wo würdest du Kryptos am liebsten kaufen? Ein relativ beträchtlicher Teil würde sagen, bei meiner Hausbank. Ist doch super. Also haben die sich geöffnet, aber über den Umweg, dass sie zuerst Banken haben merken müssen, dass Gelder abfließen und so weiter. Ergo. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn ich schnell einhaken darf. Oder? Klar. Es zeigt aber, es ist eine Reaktion der Banken. Ja, okay, jetzt haben sehr viele, es fließt ab, oder? Also man hat nicht Angst gehabt zuerst, man will das nicht anbieten. Es gibt alle Gründe, warum es nicht geht. Aber es geht ja dann trotzdem sehr schnell, wenn man sieht, Kunden wandern ab oder Share of Wallet geht weg und so weiter, oder? Ja. Also es ist sehr reaktiv. Das stimmt. Würdest du sagen, müssen wir bei Embedded Finance halt auch einfach warten, bis der Druck hoch wird, oder? Von dem Endkunden. Und kann der Endkunde überhaupt den Druck in diesem Fall so erhöhen? Das ist eigentlich der einzelne Bürger an der Kasse kann vielleicht weniger auslösen als im Trading. Der Kunde wird ihn indirekt auslösen. Wenn irgendwann, heute noch nicht, aber morgen, übermorgen, ganz, ganz viele Kunden Finanzdienstleistungen extern in Anspruch nehmen, dann entsteht der Druck. Das bist nicht du, das bin nicht ich Einzelne, das interessiert die Bank nicht. Aber wenn Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Massen das in Anspruch nehmen, dann wachen auch Banken auf. Und Banken, du hast die Frage am Anfang gestellt, da möchte ich noch kurz darauf eingehen, Banken sind dann reaktiv. In der Schweiz, Banken tun sich schwer mit Innovationen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil Banken haben ja viel Know-how. Tradition ist ja was Gutes. Klassische Bank mit Tradition ist ja was Gutes. Tradition hat Know-how aufgebaut, hat Prozesse aufgebaut, da ist ganz viel da. Aber in der Schweiz ist schon ein bisschen so, auch im Vergleich zum Ausland, das ist teilweise aktiver, dass Banken müssen wie durch Ereignisse gezwungen werden. Also wenn es nicht mehr anders geht, dann sagen Banken, okay, wir machen jetzt das auch. Und das ist schade, 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 weil Banken sollten nicht reaktiv sein. Die haben ja alles. Die können von sich aus, könnten aktiv agieren. Mit allen, man nimmt dann ein Risiko, man gibt ein bisschen Geld aus, aber die Banken haben jetzt das Geld noch in der Schweiz. Dass man nicht dieses Reaktive, nicht dieses Spätsünder-Innovative, sondern vielleicht mal, das wäre toll. Und es kann ja auch sein, es ist nicht so, dass man die Kundenschnittstelle verliert, sondern du kannst ja auch über fremde Kundenschnittstellen deine Produkte verkaufen. Also es ist ja auch ein Zusatz. Es ist einfach die Frage, wenn man einen Business Case zusammenstellt, der sicher am Anfang noch sehr viel Hypothese drin hat, aber ein bisschen ein Wagnis, wie du sagst, ein bisschen innovatives Vorgehen. Ja. Jetzt aber nochmal zu deinem Statement, der Druck von außen, oder? Ich kann mir das da vorstellen, wie du gesagt hast, wenn dann Massen sagen, hey, da will ich was, oder es gibt immer kleine Nischenanbieter, das ist vielleicht noch nicht ganz so sicher, aber man springt dann da drauf und wenn man sieht, da gibt es eine Masse, dann ziehen Banken mit, oder so habe ich dich verstanden? Oder dann der Regulator, der kann ja auch, falls er das Gefühl hat, das ist etwas, das dem Bürger etwas bringt und sehr wichtig wäre, könnte auch eingreifen. Stimmst du dem zu? Gibt es vielleicht sogar noch weiteren Druck, der entstehen könnte vom Ausland oder sonst irgendwie?
Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, es ist schon der Druck vom Markt. Also Banken, die sind ja auch clever, die haben auch viele kluge Leute und die schauen ja auch ins Ausland und sehen, oh, da ist Embedded Finance und Banking as a Service, also das Anbietende, das hat da einen anderen Stellenwert als in der Schweiz. Bei uns ist es erst so im Kommen. Die sehen das schon auch. Aber irgendwie hat man einfach die abwartende Haltung. Das mit dem Regulator, das kann passieren in Strecken, dass das bei Embedded Finance passieren wird, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Genau, aber zum Beispiel bei den schnellen Zahlungen haben wir ja das schon. Also da ist in Deutschland, auch anderen EU-Ländern, Banken, war das schon lange aufgegleist. Wobei man auch da den Regulator noch gebraucht hat, um das wirklich in die Breite zu bringen, also mit Druck und ein bisschen Zwang. Und in der Schweiz ist da mit Instant Payments sind die schnellen Zahlungen, also in 10 Sekunden die Zahlung Bank zu Bank, also läuft Konto zu Konto. Da hat es die Nationalbank gebraucht, die dann irgendwann gesagt hat, Leute, Banken, ihr müsst zumindest Druck, ihr müsst Zahlungen annehmen. Zumindest das, weil sonst wird es ja porös, sonst funktioniert es nicht. Ob ihr anbietet von euch aus Instant Payments, eine andere Frage. Da seid ihr frei und deshalb wird es jetzt auch wieder lange dauern, bis Banken das wirklich tun. Einige tun es, aber dann kann man bis 5 Franken zahlen für ein Instant Payment. Mit Verlauf den Banken gegenüber, die das tun, ist einfach ein Witz. Es will niemand 5 Franken bezahlen, sondern also wir fliegen zum Mond und zum Mars und so, aber Zahlungen sollen noch quasi einen Tag oder teilweise aus Gründen länger dauern. Kunden erwarten was anderes. Wir können ja alles, also technisch überhaupt kein Problem. Also schon ein Problem, man muss es ja machen, man muss die Infrastruktur bereitstellen, das ist mit Kosten verbunden. Auch da wird es noch ein bisschen dauern, bis Instant Payments bei uns wirklich die Selbstverständlichkeit ist, was es sein sollte. Okay, aber jetzt sehen wir doch auch, ich glaube, da wird es mir recht geben, wenn wir jetzt sagen, der Druck vom Kunden, oder wenn wir schauen, vielleicht hinkt der Vergleich, aber Wechsel der Bank, weil es ein anderes E-Banking hat. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, oder? Wechsel der Krankenkasse, obwohl es schon super Services gibt, wo du wahrscheinlich einfach jemanden anrufen kannst und der regelt alles für dich jedes Jahr, immer den besten Deal zu haben. Und trotzdem ist die Wechselbereitschaft oder vielleicht einfach auch Faulheit dahin. Also wahrscheinlich muss in der Schweiz die Kostenersparnis so hoch sein, dass wirklich der Endkunde da mal was macht. Und du hast es gesagt, das ist Kostenersparnis. Dort glaube ich einfach, das hat einfach immer noch andere Beispiele. Vielleicht ändert das mit neuen Generationen. Aber Convenience, von der ganzen Meinung gesagt, ich glaube, das ist schon etwas, und das würde mich Wunder nehmen, ob das genug bald auch mal zieht in der Schweiz, dass man sagt, hey, Embedded Finance, und es gibt Banken, die haben das auch als Geschäftsmodell, jetzt schon, und gewisse Vorreiterrollen einnehmen. Der Druck bei Embedded Finance kommt eben vom Markt, aber nicht direkt von den Bankkunden. Weil den Bankkunden ist eigentlich wurscht, ob ihre Bank Banking as a Service Leistungen anbietet oder nicht. Den Unternehmen ist es aber vielleicht nicht wurscht, kommen wir nachher noch darauf zurück. Die wollen einen Anbieter haben. Du Embedder, genau. Und was Kunden, also Konsumentinnen haben wollen, ist, dass sie eben in der Garage, im Möbelhaus, was weiß ich wo, Leistungen direkt, Finanzdienstleistungen direkt beziehen können. Also der Druck ist sehr, sehr indirekt. Aber das noch was, so wegen der Bequemlichkeit, dass Bankkunden in der Schweiz nicht wechseln, da haben die Schweizer Bankkunden wirklich eine extreme Resistenz. Also das ist schon speziell. Möchte ich aber warnen, weil das hat Gründe auch. Erst einmal ist es sehr unkomfortabel, wenn man die Bank wechselt. Bei uns gibt es keine schlauen Wechselservices, sondern ich muss das ganz viel machen. Vielleicht Daueraufträge oder Zeugs, einfach das ich eingerichtet habe, muss ich dann irgendwie auch wechseln. Und da kriege ich ja mehr Hürden aufgestellt. Oder ganz schlimm, wenn ich beispielsweise noch ein kleines Portfolio habe mit Aktien, was weiß ich und so, gibt es Banken, die mich förmlich bestrafen, wenn ich weggehe, also durch einfach sehr, sehr hohe Kosten. Keine gute Idee, aber kann man machen, einfach keine gute Idee. Der Punkt ist aber, und deshalb erzähle ich es, wenn sich irgendwas kumuliert, also jetzt kann man sagen, Instant Payments und diese Leistung, Krypto, Handel und so, also wenn ich jetzt als Kunde, ich rede jetzt von mir, mit ganz normalen Ansprüchen, aufs Mal zu viele Leistungen von meiner Bank nicht bekomme,
oder schlechter bekomme oder teurer bekomme, dann dann kann ich mutieren und dann kann ich sagen, okay, ich mache das, ob schon mühsam ist, das Konto zu wechseln. Und da würde ich Banken ein bisschen warnen. Wenn man frühere Studien haben immer bestätigt, eigentlich durchweg Schweiz bezogen, andere Länder noch ein bisschen anders, aber Schweiz bezogen, die Leute sind unglaublich treu. Die wechseln nicht. Denen darf man schlechte Zinsen geben, also jetzt Sparkontozinsen, denen darf man hohe Gebühren aufdrücken. Eigentlich wechseln die nicht, weil mühsam und so weiter. Nur jetzt eben die Kumulation, Studien heute aktuell, sieht man, dass diese Treue, die ist noch da, aber dass die wirklich abnimmt. Also die ist so langsam am Bröckeln. Ja. Und da würde ich warnen, irgendwann vor einem Rush, also wenn es irgendwie Tempo in die Sache kommt und so, ist das einfach nicht so lustig. Also wahrscheinlich ist es klüger und besser, wenn man sagt, okay, komm, wir machen Dinge, um Kunden fröhlich zu machen. Das sagen alle Banken, dass sie das tun, aber das tun sie in unterschiedlichen Graden. Und sie sind unterschiedlich nett zu ihren Kunden in Bezug auf Konditionen und Leistung. Ja, absolut. Ja. Und bestätigt, was du gesagt hast, ist, man wechselt wegen Convenience, aber man wechselt auch Banken nicht wegen Inconvenience. Also das bestätigt eigentlich wieder das Gleiche. Genau. Ich denke aber, wo natürlich auch für Banken schwierig ist, und da kommen wir nachher vielleicht auf das Thema dann auch Open Finance zu, aber zurzeit sieht man einfach die Bankbeziehung. Und Wechsel heißt ja nicht per se, dass du einfach kündest, ich habe genug von euch, gehe irgendwo anders hin. Nein. Du hast ja relativ schnell heute ein anderes Konto eröffnet. Was du als Bank dann häufig vielleicht nicht komplett erfassen kannst, ist, ja, wie viel vom Share of Wallet dieses Kunden hast du denn wirklich? Ja, das kann ja jemand einfach als Retail-Kunde da sein, aber dahinter hat sich der schon viel weiterentwickelt, hat noch andere Vermögenswerte vielleicht bekommen und geht jetzt einfach irgendwo anders hin. Und man merkt es dann nicht mal, oder? Und da kommt vielleicht dann schon ein bisschen der übergeordnete Bau mit Open Finance. Ich spreche noch nicht davon, dass Banken einfach jedermann alle Daten zur Verfügung gehen müssen. Wäre ja schön, das kann eine Data Economy Vision sein. Aber nur schon zu sagen, Banken sollten eine Schnittstelle gegen außen haben mit allen Daten, die eigentlich dem Endkunden gehören und aber auch schon den Datenaustausch vereinfacht machen können. Zentraler Punkt, weil das ist ja dann zum Beispiel die EU-Regelung, also die PSD2, die wird jetzt dann abgelöst. Oder PSD3 kommt. PSD3, genau. Aber so das, was man schon hat, das war ja auch in der Schweiz so ein bisschen Diskussion, aber ganz, ganz schwach. Und dass man eigentlich gesagt hat in der Schweiz, ja, PSD2, wir sind ja zum Glück keine EU-Bank und so, und das machen wir jetzt mal nicht, weil das ist so offen und eben, weil wir wollen die Schnittstelle nicht verlieren. Also jetzt PSD2 ist Open Banking und dann auch weitergedacht Open Finance, gibt auch eine Unterschiede. Aber heute ist es mehr Open Finance. Da hat man sich auch in der Schweiz gewehrt dagegen. Das ist einfach die Angst, die Schnittstelle zu verlieren. Das ist insofern vielleicht nicht so klug, weil es hat immer zwei Wege. Also wenn ich offene Schnittstellen habe, kommen ja Geschäfte zu mir und gewisse Geschäfte gebe ich nicht mal ab. Ich bin ja noch involviert. Also ich bin ja dennoch, du kriegst aber auch Informationen. Ja, natürlich. Und ich bin ja dennoch Herr der Schnittstelle. Es macht einfach so. Genau. Das wollten die Banken nicht und die waren dann auch ganz stolz, dass sie gesagt haben, ja, wir haben ja Twint, also wir sind ja unglaublich Open Finance und das ist ein Witz. Twint ist großartig. Aber wenn man sagt, Twint ist das leuchtende Beispiel für Open Finance, dann hat man Open Finance nicht verstanden, weil Twint ist ein kleiner Teil von Open Finance. Aber Open Finance hat irgendwie das Wort Open drin und Open meint schon nicht, dass man à la carte jetzt als Bank sagt, du Huber oder Fintech so und so, du darfst bei uns, ihr 10 da nicht, euch wollen wir nicht haben. Das hat mit Open nichts zu tun. Ich verstehe das, Banken wollen Kontrolle haben, es geht auch um Sicherheit und so, das lässt sich aber lösen. Also gibt ja Regulatoren, die für alle gelten. Ja, und da eben auch wir kommen dann schon, die Schweiz, der Schweizer Finanzplatz, aber so unter Druck, unter Zwang, unter Marktdruck oder regulatorischem Zwang, das ist ein bisschen schade, weil wir haben alles, Schweizer Finanzplatz hat alles, was es braucht. Geniale Leute, Banken, Technologie, alles, restlos Innovation alles. Wäre auch da im Finanzbereich. Ja, kein Problem. Fintechs, die sind ja, das war früher mal, als Fintech quasi erfunden wurde, hat man gesagt, Fintechs gegen die Banken, blödsinnige Überlegung, weil sehr viele Banken ein Zusammenspiel, natürlich haben Fintechs ermöglicht, haben sie auch gekauft oder finanziert oder sich beteiligt, was immer. Und das geht ja auch Zusammenspiel. Und da gibt es einfach in der Schweiz sehr viele geniale Köpfe, die
über Finanzen nachdenken und wie kann man das schneller, besser, einfacher, günstiger und da können alle Seiten profitieren. Man dürfte ein bisschen mehr von dem nutzen. Jetzt, ich Genau. glaube, man darf die Unterscheidung machen, ob Open Banking, das ist ein bisschen im Payment-Bereich, wo es wahrscheinlich auch gerade die Masse eben hat, wo man sagt, hey, Genau. da sollte man es machen. Genau. Und dann Open Finance der weitere, da haben wir in der Schweiz mit Open Wealth, wo wir auch beteiligt sind, Genau. auch eine Initiative, wo ich jetzt sagen darf, da wäre es nicht gegangen ohne die Banken, die da mitgegründet haben und auch weiterhin aktiv mitmachen. Wir würden uns auch wünschen, dass es natürlich noch schneller geht, aber sind wir ehrlich bei einer, sagen wir, Schnittstellenstandardisierung der Daten, die halt auch sehr wichtig ist. Genau. So langsam ist es nicht, aber man wünscht sich natürlich immer auch, dass das viel, viel schneller geht. Und ich glaube, aber das sind ja die Voraussetzungen, und auch zu sagen, wenn du Datenschnittstellen hast, du hast einen Consent, wo du das Einverständnis des Endkunden einholen kannst, dann kannst du auf einmal die ganze Wertschöpfungskette auch bei der Bank hinten eigentlich noch mehr automatisieren. Also, wie du sagst, technisch, standardmäßig ist vieles bereit. Ja, oder? Jetzt ist die Frage der Business Case, den man eben halt sehr schwer rechnen kann. Es gibt auch Beispiele, wo man es durchsetzt, andere, wo dann schnell wieder auch der Embedder wieder den Stecker gezogen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja, klar. Aber man kann es positiv und negativ sehen, oder? Aber wie siehst du das? Es gibt so ein leuchtendes Beispiel. Also noch kurz, eben Open Banking ist so die kleine Schwester von Open Finance. Finance ist einfach sehr viel breiter. Und man kann so in der Definition wie abkürzen und sagen Open Finance. Da gehört dann eigentlich alles dazu. Es gibt akademische Begründungen, die schreien jetzt vielleicht. Aber Open Finance gehört alles dazu, was mit Finance im weiteren Sinne zu tun hat. Also auch Versicherungen, auch Vorsorge, also Altersvorsorge und so. All die Sachen gehören da rein, das ist Open Finance. Aber es gibt auch ein leuchtendes Beispiel, wenn man zum Beispiel in der Schweiz eine eigentlich kleine Bank, eine Regionalbank, wie die Hypothekarbank Lenzburg, die irgendwann, ich weiß nicht mal wann, vor 10 Jahren gefühlt, wir haben das immer auch begleitet, also darüber geschrieben, weil es spannend war. Die haben sich gesagt, okay, wir tun was, so im Bereich Open, also irgendwie Open Banking, dann Open Finance, dann haben die mit Fintechs, die haben einfach Dinge gemacht, okay. Warum ich es erzähle, die haben heute eine Technologie, die das kann, also die vieles kann im Open Finance Bereich, die Fintechs Services, auch andere Unternehmen Services zur Verfügung stellen kann, mit der ganzen Regulatorik, mit den ganzen Prozessen und die auch, das ist interessant, im Embedded Finance Bereich als Banking as a Service Anbieterin, also jetzt die Hypo Lenzburg, aktiv ist und weshalb ich es erzähle. Man kann immer sagen, ja, natürlich, man braucht Business Case, keine Frage, aber den muss man eben schaffen. Also die Leute kommen nicht angedüst und sagen, könntet ihr ein bisschen Embedded Finance... Man muss ein bisschen dran glauben und das dann glauben und dann mal durchziehen, machen und dann durchziehen und die Business Cases dann aber schaffen. Aber die Hypothekarbank Lenzburg, die verdient heute, nach 10 Jahren, 8 Jahren, die verdienen Geld mit ihrem Embedded Finance, mit ihrem Open Finance. Das wird umsatzwirksam. Und zum Beispiel nur eine Kennzahl ohne Zahl. Die Hypothekarbank Lenzburg hat heute mehr Konten, die sie bewirtschaftet, aus dem Embedded Finance Bereich als aus dem eigenen Bereich. Finde ich jetzt noch spannend. Wenn man sagen kann, ja, die Leute, die indirekt zur Hypothekarbank Lenzburg gekommen sind, die generieren Umsatz, die generieren Traffic und das gibt Erträge. Und ich glaube, behaupten zu dürfen, es sind ja dann nicht, dass sie eigene Kundenschnittstellen verloren haben, sondern die haben sie auch, das normale Wachstum, aber sie haben zusätzliche gewonnen, die einfach mit Banking as a Service, die von anderen, von Fintechs und von Embedding kommt. Ja. Also es ist eigentlich ein Additional Business und nicht eine Entweder-Oder. Das ist einer der wichtigsten Punkte, den du jetzt sagst, um bei der Hypothekarbank Lenzburg zu bleiben, trifft aber für andere auch. Die haben eben, ich habe es gesagt, mehr Konten, die sie bewirtschaften von extern, also die indirekt zu ihnen gekommen sind. Das sind aber Leute, das ist Zusatzgeschäft. Die wären, behaupte ich, zu einem riesigen Teil niemals nach Lenzburg gefahren, also kann man auch online, ist schon klar. Und dann gesagt, ich möchte jetzt unbedingt ein Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg. Hätten die wahrscheinlich nicht gemacht. Die sind aber da, weil es dort prozessiert wird also und gehandelt wird, was die machen und so. Das ist ja großartig.
Das sind einfach, man holt sich neue Kunden an Bord, die man sonst nicht hätte. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, dass es in der Schweiz funktioniert. Genau. Warum wurde es noch nicht mehr kopiert? Was denkst du? Ja, ich habe, also Studien lese ich ja praktisch alle, die so verfügbar sind. Und da gibt es einfach so interessante Sachen, zum Beispiel nochmals zum Business Case. Da habe ich in einer Studie kürzlich gelesen, wo man gesagt hat, ja, nö, machen wir nicht, weil das funktioniert leider nicht ohne Business Case. Also das war eine Aussage aus Bankenseite. Nach Sinn. Dann habe ich gedacht, ja, macht ziemlich viel Sinn, weil jedes Ding, das man macht, braucht einen Business Case. Also sonst muss man es ja nicht machen. Aber das ist klar, Business Case muss man schaffen. Oder andere wurden, die verstehe ich dann eher ein bisschen, die haben gesagt, Kernbankensystem, unser Kernbankensystem macht das gar nicht mit. Finde ich gefährlich aus, also das verstehe ich. Man kann zum Beispiel einfach so Systeme haben, Legacy und irgendwie noch angedockt und es läuft gerade so. Aber so in der heutigen Zeit ist man dann, wenn man sagt, wir haben ein Kernbankensystem, das das nicht kann, dann kann es andere Dinge vielleicht auch nicht. Also möglicherweise sitzt man dann auf einem Pulverfass. Genau. Und ich sage mal, so viele Kernbanksysteme hat es in der Schweiz nicht und die es gibt, die sind, glaube ich, sehr gut. Ja. Ja. Und ich glaube, man müsste im Business Case vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen mehr Kosten reinrechnen, wenn das noch Änderungen braucht, aber kategorisch nicht gehen ist wahrscheinlich nicht der Fall. Genau. Und es ist natürlich, das ist so, es ist Arbeit, man kann sagen, ja, Banken sind zum Teil mit sich selbst genügend beschäftigt oder mit Dingen. Und jetzt nicht auch noch das war auch das große Aufstöhnen eben mit PSD2 oder auch mit Instant Payments, also eigentlich mit jeder Neuerung, die so kommt und die man ein bisschen übernehmen oder aktiv machen sollte. Es ist immer mühsam, es ist das zu viel. Und wir haben doch schon genug und jetzt viel Regulatorik und so und jetzt noch das. Und die Haltung ist schade. Weil man müsste sagen, hallo, guten Tag, Instant Payments, großartig, können wir besser sein, noch schneller. Guten Tag, nicht PSD2, das ist EU, aber das Ding, Open Banking, Open Finance, Embedded Finance, nochmals, der Finanzplatz Schweiz, die Banken in der Schweiz, die haben alles, was es braucht. Und manchmal denke ich, warum gibt man das dermaßen aus der Hand? Weil Embedded Finance braucht nicht 1000 Banken, haben wir gar nicht in der Schweiz, aber braucht nicht 200 Banken, die das alle dann machen würden. Es braucht eigentlich nur wenige von Anbieterseite. Also die Karten werden irgendwann verteilt und irgendwann ist es vielleicht zu spät, wenn dann irgendeine Bank sagt, ja, wir würden auch noch gern Banking as a Service anbieten, hat vielleicht gar keinen Raum, weil man sagt, es gibt schon ganz tolle Anbieter, die sind etabliert und es braucht nicht ganz, ganz viel. Ja, das ist so. Um viele Embedder dann bedienen zu können und Hunderttausende von Kunden bedienen zu können. Genau. Das können relativ wenige Anbieter stemmen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die technische die Umsetzung des technischen Angebots einfach und günstig wäre, dann wird es vielleicht irgendwann Commodity, dass jede Bank das anbieten muss. Und wie bei vielen anderen Dingen schaut man dann wieder bei Hypothek, wo kriege ich den besten Service, aber vor allem auch den besten Preis. Ja. Kann ja auch sein. Und dann bist du froh, wenn du vielleicht deine Plattform schon früher dorthin gebracht hast, als zu warten. Oder? Müsste schon sein, weil das Spiel geht ja weiter. Also ich sage nochmal von der Analogie, wir hatten PSD2, das ist jetzt EU, aber Open Banking. Dann Open Finance, also sehr viel mehr addiert. Dann als Teilbereich quasi von Open Finance Embedded Finance mit Banking as a Service. Kann man machen oder nicht, aber weshalb ich sage, über die Jahre kommen immer neue Strömungen, Entwicklungen und auch technologische Neuerungen, dass das überhaupt geht, dazu. Das hört ja nicht jetzt heute auf und sagen, so, jetzt haben wir alles da auf dem Tisch, also gut, jetzt entscheiden wir, machen wir Instant Payments aktiv oder nicht und machen wir also nicht. Macht man. Aber es kommt immer noch vieles dazu, dass wir heute noch gar nicht so sehr auf dem Radar haben, auch von Konsumentinnen und Konsumentenseite. Wie verhalten sich die, was machen die? Das ist die Technologie, also das Kernbankensystem, du hast vorhin gesagt, so viele Anbieter gibt es nicht und man kennt sie und die haben gute Systeme und wenn eine Bank wirklich explizit sagt, aus Kernbankensystemgründen können wir das nicht, dann wäre es Zeit für ein neues Kernbankensystem. Sonst können die auch in Zukunft Dinge nicht machen und dann laufen ihnen wirklich die Geschäfte davon. Das ist ein Punkt. Ja. Jetzt schweife ich kurz ganz ein bisschen. Du hast was ganz Interessantes gesagt. Einerseits
Es hat ganz viele schlaue Köpfe, die sich in der Schweiz mit, wie kann man auch Finanzbereich besser gestalten, oder? Dass wir uns nicht nur ausruhen auf dem, was wir haben. Andererseits aber auch, dass die Innovationskraft oder die Innovation bei Banken nicht so groß ist, oder? Und das Dritte, vieles kommt von den Fintechs und eher nicht Disruption, sondern dass es dann wieder zurückgeführt ist. Also muss man sagen, dass eigentlich per se Banken, vielleicht ist es nicht nur bei Banken, oder? Aber generell bei schon größeren Unternehmen oder Incumbent-Unternehmen, das schwieriger ist, wirklich Innovation. Also es muss das Biotop muss außerhalb sein und wenn da wirklich was fruchtet, dann wird es wieder zurück integriert, hoffentlich. Und es gibt ein paar wenige, die vielleicht auch alleine probieren, aber wie ist es denn mit Innovation im Finanzbereich? Weil Open und Embedded Finance, das ist sehr viel auch jetzt Innovation und Pionierarbeit, daran zu glauben, den Business Case auch erfüllen zu können. Wie siehst du das? Wie sind wir da in der Schweiz? Also insgesamt so der Kuchen, der ist Finanzkuchen, der ist für mein Betrachten schon sehr innovativ. Aber es gibt Innovation, die in der Schweiz passiert und dann von außerhalb kommen wir schnell darauf zurück nachher. Ja. Aber wir haben wirklich viele Fintechs, wir haben viele, ich sage jetzt einfach Techs, aber es geht ja dann letztendlich um Finance. Wir haben Neobanken. Irgendwann wurden Neobanken erfunden, weil es technisch und regulatorisch möglich war, noch nicht so lange. Das ist auch etwas über 10 Jahre, weil vor 10, 15 Jahren hätten wir beiden nicht sagen können, wir machen jetzt eine Bank quasi. Weil Bank war Mahagoni, schwer, groß, riesig, ganz viel Geld, also einfach anders. Genau. Und heute könnten wir das aber. Wenn wir jetzt am Tisch beschließen würden, komm, wir machen zusammen eine Neobank, müsste dann ein gutes Case sein. Das wäre doch eine Idee. Auch noch eine Idee. Jetzt eine Neobank, genau. Müsste dann nicht einfach die 13. sein, wir haben 12 Aktive in der Schweiz. Oder 3, die wieder aufhören. Also nicht die 13, die einfach dasselbe macht, sondern wir müssen die Idee haben, und jetzt komme ich halt wieder, Business Case, wir müssen die Idee haben, dass wir sagen, ja, was macht denn unsere Neobank, die wir jetzt gründen, anders? Was ist da das Spezielle, das Schnelle, das Große und so? Also, aber da ist ganz, ganz viel Innovation da und da sind wirklich kluge Köpfe auf Bankenseite wie auf Entwicklung, Fintechs, Startups, was weiß ich. An sich ist es eben auch Wurst, aus welcher Ecke das kommt. Wichtig ist, dass es kommt, dass es tut. Ja. Wo ich aber eine Gefahr sehe, also zuerst die Nicht-Gefahr ist die, das haben wir vorhin schon kurz diskutiert, dass Fintechs, Startups, die haben oftmals das Problem, dass sie wirklich die ganz tollen Ideen haben, aber sie haben keinen Kundenstamm. Also den müssen sie erst aufbauen und das ist teuer. Und die Banken, die haben manchmal ein bisschen weniger Ideen oder sie forcieren sie selbst nicht. Vielleicht haben sie sie. Die haben aber den Kundenstamm. Ja, ist doch großartig. Das matcht wunderbar perfekt und wenn man faire Deals macht, dann läuft das sehr, sehr gut. Da sehe ich keine Gefahr. Das läuft gut. Und also viele innovative Strömungen in diesem Land, in der Schweiz. Wo ich aber die Gefahr sehe, ist einfach Beispiel Apple. Du kannst aber jedes Big Tech nehmen, Apple. Die haben in den letzten Jahren dermaßen viele Finanzdienstleistungen in ihr Handy, du hast es auch irgendwo, ich auch, eingebaut, wo du einfach duck und du kannst ganz viel machen. Du kannst bezahlen, du kannst Geld verwalten, du kannst, je nachdem, USA kann es noch ein bisschen mehr, kommt aber auch zu uns. Also Lending rein, genau. Microlending und so. Ganz genau. Du kannst irgendwann dein finanzielles Leben über Apple organisieren. Im Kern eigentlich über das iPhone oder sonst das Device, das du halt hast, aber ganz sicher über das iPhone. Und Apple hinten schaut, dass das läuft, durchaus in Kooperation mit Banken. Das Blöde ist vielleicht nur, wenn Apple andockt bei einer Bank, und das hatten wir schon ein paar Mal, und sagt, okay, wir bieten das und das an. Wollt ihr, du große Bank, die Prozesse hinten dran und so machen, sind 2 Punkte. Erstens mal wird die Bank, auch die große, degradiert zum ausführenden Prozessdings. Und zweitens, die Größe Apple, ein Fintech in der Schweiz nicht, aber die Größe Apple, die diktiert dann auch, dass sie sagt, okay, das und das ist uns das wert, also Preise. Und wenn dann diese Prozessarbeit nur noch aus Imagegründen gemacht wird, dass man für großes Apple einen großen Apfel arbeiten darf, finde ich ein bisschen langweilig. Also da droht Gefahr und diese Gefahr lässt sich nur von Big Techs außerhalb. Und diese Gefahr lässt sich nur, das kommt eben schleichend, es kommt ja immer mehr. Und diese Gefahr lässt sich eigentlich nur bannen durch eigene Innovation.
dass man sagt, wir machen Dinge, die die Welt erstaunen. Könnten wir auch. Wir müssen ja in der Schweiz nicht nur die Schweiz erstaunen, wir haben die Möglichkeit, wirklich die Welt zu erstaunen. Müssen wir aber machen. Ja, eines unserer Hauptassets auch in der Schweiz, oder? Wenn wir die Rankings anschauen. Ja. Ich teile deine Meinung, dass wir ganz viel Innovation und schlaue Köpfe im Finanzbereich haben, aber mir fehlt noch ein bisschen diese Harmonie, die du da ein bisschen aufzeigst. Ich glaube, die dürfte schon noch ein bisschen besser sein. Oder in der Schweiz ist aber auch noch ein bisschen Attitude, wenn du da mal was versuchst und dann nicht klappt, dann, der hat da wieder probiert. Oder? Es muss nicht ganz so extrem wie in den USA sein, aber so ein bisschen mehr Support aber es kommt jetzt auch wieder. Man sieht auch in der Kapitalisierung von Fintechs und so weiter, das war jetzt das letztes Jahr sehr schwierig, ist so. Wie da überhaupt Fintech, Wealthtechs, Regtechs und so weiter unterwegs sind. Ich glaube, es kommt jetzt wieder besser. Ja. Aber es dürfte meines Erachtens schon noch ein bisschen. Meines Erachtens auch. Und da gibt es noch, ich mag das Wort gar nicht, aber ich sage es jetzt dennoch, es fehlt der Spirit. Es fehlt irgendwie der gemeinsame Geist für etwas, dass man zum Beispiel Banken, große Banken, mittelgroße, kleinere, was immer, Banken spezialisieren, Neobanken, Fintechs, Startups, dass man so wie ein bisschen für das Land, für die Schweiz, wir sind jetzt halt Schweizer, einen gemeinsamen Spirit entwickelt und sagt, hey Leute, aus welcher Ecke die Idee kommt, aus welcher Ecke das Geld kommt, aus welcher Ecke die Basis kommt, die Technologie kommt, ist eigentlich Wurst. Natürlich ist das nicht Wurst, man muss dann machen, die macht das, der macht das und so. Natürlich, klar, und es geht dann auch um Geld und um faire Verträge. Aber am Anfang ist es zuerst mal Wurst, wenn man ein bisschen das Land, also den Finanzplatz Schweiz, vor Augen hat, der eben. Was mich manchmal extrem stört, ist, dass wir ein bisschen eine verwaltender Finanzplatz sind. Wir verwalten Erfolge von früher, wir sind auch jetzt noch erfolgreich, aber wir verwalten schon Erfolge von früher, wir verwalten Größe, wir verwalten ganz viel und wenn man schaut, an vielen Punkten sind wir so ein bisschen im leicht Rückwärtsgang, noch nicht gefährlich, aber leicht. Das ist nicht gut. Der Spirit das größte Kapital ist halt bei den Finanzinstituten, die Vermögen verwalten. Vielleicht kommt das ein bisschen von daher. Wobei kann ich nicht unterschreiben. Aber, Da würde ich übrigens auch noch ein bisschen warnen, weil bei der Vermögensverwaltung, also wenn man jetzt so, nur als schneller Ausflug, wenn man so, hängt ja auch mit Open Finance zusammen, wenn man jetzt so die Erbengenerationen anschaut, also was da so passiert und dass man zum Beispiel, wenn eine Bank sich sehr gewohnt war, mit dem Patron oder jetzt wirklich sehr vermögende Leute, mit dem ergrauten Menschen kurz vor 80 noch das zu managen und so, das ist alles okay. Aber wenn die jüngere Generation kommt, die ist aber auch schon 60, sage ich mal, und wenn dann die Kinder von denen kommen, die sind dann 40, 20, also jetzt ohne lang zu rechnen, die haben andere Ansprüche. Gibt es ja auch schon Studien, oder? Ja, bewusst will man einen anderen, stimmt auch nicht überall. Nein, stimmt nicht überall. Aber du willst es sicher digitaler und jetzt nicht nur fancy und wie auch immer. Man hat einen gewissen Anspruch, ich muss es doch einfach auf meinem Handy irgendwie schlau sehen. Absolut. Und es gibt immer noch solche, die nur mit dem Notizblock vorbeigehen. Das funktioniert. Es ist nur, weil du vorhin gesagt hast, Banken sind sich natürlich von der Vermögensverwaltung sehr gewohnt und Vermögensverwaltung darf auch kosten, also da kommt wirklich gut Umsatz und so. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man zum Beispiel jetzt mit jüngeren Leuten zu tun hat, ich sage jetzt mal die Erbengeneration, es ist aber nicht nur die, es gibt Leute, die erarbeiten sich dann auch zusätzlich Geld oder von Null auf. Die haben andere Ansprüche und es ist ja nicht so, es geht um hybrides Banking eigentlich, hybride Finanz. Es ist nicht so, dass sie nicht mehr mit Menschen sprechen wollen, aber die wollen halt nicht ins Mahagoni-Zimmer und das ganze Brimborium und so, sondern die sagen, okay, jetzt brauche ich einen Menschen, weil es geht um Finanzierung oder was, das kann ich nicht so schnell. Dann andere Dinge wollen die einfach online, digital, zack, wirklich jetzt da mit dem Handy und vor allem, und deshalb sage ich es, man ist sich gewohnt für Vermögensverwaltung daran sehr, sehr gut zu verdienen. Ich hoffe, das bleibt noch ganz lange so, aber gewisse Generationen, also jetzt Erbengenerationen, die sehen es manchmal ein bisschen anders. Also die haben nicht das Gefühl, dass Vermögensverwaltung unglaublich viel wert ist. Dann gründen die halt ein Family Office und sagen, okay, machen wir das selbst. Also schon dann auch mit Leuten einfach Vorsicht. Also ein bisschen. Aber das Vertrauen, aber auch wenn es ein Family Office gibt, brauchen die eine Custodienbank und eine Unterstützung. Ich glaube, brauchen die.
Und ich würde sehr gern mit dir mal was zusammen machen, aber ich hätte es nicht empfohlen, eine Neobank, weil genau den Bankteil, Regulatorium, all die Anforderungen, die würde ich mir nicht antun wollen. Für das haben wir eben genau sehr gute Institute, aber dann einen interessanten Service gegen außen, das ist doch der Sweet Spot. Natürlich, aber das ist ja auch der Punkt. Noch schnell, der ist eben spannend, weil du sagst, das würden wir uns nicht antun wollen. Den ganzen regulatorischen und Compliance, alles ganz, ganz schwierig. Das ist ja auch ein Teilbereich von Embedded Finance. Deshalb gibt es ja die großartigen Banken, jetzt wirklich klassische Banken, die können das, die haben Prozesse, die haben unglaublich viel Geld investiert in Compliance, also tun das laufend, weil eben KYC alles und so und Geldwäscherei muss ja auf ganz viele Sachen und so. Wir möchten das aber nicht, deshalb Embedded Finance ist eben auch, und das passiert ja, dass eine Bank stellt ihr Know-how, ihr Wissen, ihre Prozesse, ihre Compliance zur Verfügung. Und das sind inzwischen einige. Und die Neobanken, die wir in der Schweiz kennen, haben, ohne jetzt ganz genau zu zählen, ich glaube 2, haben eine Banklizenz, also mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet und ganz viel Geld. Die anderen die haben keine. Ja. Weil die sind bei einer Bank angedockt, die den Service für sie durchzieht, ist doch großartig. Ja, da machen jeder das, was er am besten kann. Absolut. Und alle profitieren voneinander. Nochmals, Hypi Lenzburg, ich bin jetzt nicht der bedingungslose Fan, sie waren nur die Pioniere, deshalb komme ich immer wieder drauf. Die Hypothekarbank Lenzburg profitiert auch von ihren Fintechs, die sie da im Boot hat. Die Fintechs profitieren von der Hypothekarbank. Gegenseitig, also es ist durchaus gegenseitig. Und die lassen sich, das ist jetzt der Punkt, worauf ich hinaus will, die lassen sich auch neue Sachen einfallen, weil die reden ja miteinander. Die haben ja nicht nur einen Deal unten rechts unterschrieben, ihr macht und also so. Man müsste nicht von Disruption, sondern von Symbiose sprechen. Nein, von Symbiose. Weil die sind im Daily, die reden miteinander und sagen, ja, wir haben da noch eine Idee oder so, oder könnten wir nicht. Dann schaut halt die Bank, die Banking, also Service anbietet, können wir, müssen wir, noch ein bisschen schrauben am Technorad, geht. Und die anderen bringen die Idee, das Ding und die Durchsetzung, ist doch super. Und dann gibt es neue Ertragserlösquellen. Genau. Und was wir in jeder Bankstrategie oder von jedem Unternehmen auch immer sehen, ist, Kundennähe ist das Wichtigste. Absolut. Aber wer hat die Kundennähe? Ja. Die Fintechs, die denken nur, was will der Endkunde, oder? Ja. Und als Bank hast du noch so viele andere Dimensionen, da ist genau diese symbiotische Verbindung extrem, extrem wichtig und gegenseitiges Profitieren davon. Und ja, genau, und das ist wirklich, die Kundennähe ist nach wie vor Kapital. Sie ist nur mehr à la carte, das auf den Kunden her gesehen. Heute will ich die Nähe zur Bank, ich gehe vielleicht wirklich da, ich will sprechen mit einem Menschen, morgen nicht, übermorgen nicht, weil ich will das schnell und so. Also es ist so à la carte ein bisschen. Also Nähe halt auch verstehen. Absolut, nach Tagesform. Genau. Da gibt es aber auch ein Ding, und das kommt auch auf Neobanken zu. Also Neobanken haben sich ja von Anfang an darauf kapriziert, dass die gesagt haben, alles über Handy und quasi, du siehst nie einen Menschen, keine Filialen, so. Das ist super, dann geht es natürlich schlank, kostet viel weniger und so. Aber Neobanken haben zum Teil heute auch das Problem, dass sie im Servicebereich, also ich habe ein Problem jetzt da mit meinem Ding und ich will mit einem Menschen sprechen, kann ich bei vielen Neobanken nicht, weil das ist so ein bisschen Chat, auf die lange Bank geschoben. Chat kann sehr schnell oder langsam sein und so. Und manchmal denke ich möchte jetzt einfach einen Menschen haben. Und KI kann dann ein bisschen helfen, das ist dann halt der künstliche Mensch, aber die KI muss dann wahnsinnig gut sein. Und nicht Menschen verärgern, indem die KI einfach nicht begreift, was mein Problem ist. Dann stinkt mir jede KI, dann ist sie eben nur K, nicht I, also einfach zu wenig schlau. Aber eben so das Menschliche, das kommt auch auf Neobanken teilweise zu, nicht, dass die aufs Mal Filialen und ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, aber sie werden in gewissen Bereichen zulegen müssen. Deshalb gibt es auch hybride Modelle, also wie zum Beispiel mit den Alpian oder Radicant, also die Banken, die auch sehr, sehr stark sind, Neobanken, aber die fokussieren ganz stark auch auf Vermögensverwaltung. Da geht es schon nicht so ganz ohne. Ich sage, mit der neuen Generation nicht jeden Tag. Ich brauche nicht, dass mich einer immer an den Händen fasst und sagt, das kommt gut, braucht keine Angst haben, wir haben für dich gut angelegt. Brauche ich alles nicht, aber manchmal brauche ich es, wenn gewisse Dinge passieren. Also einfach beides. Ja. Also ganz kluge Leute sagen ja Multichannel und so. Also, dann hat man genau. Ja, das stimmt. Genau. Und du musst ja auch oder auch wenn du den Endkunden sagst, hey, Convenience und alles ist vorne, aber es gibt halt auch die Backside, oder? Wenn du mal etwas schief geht, Fraud und so weiter. Ja.
wie reagierst du dann? Kannst du dann reagieren oder knickst du dann gerade ein als Unternehmen und sagst, wow, ich bin gar nicht gerüstet für das. Darum ganz wichtig. Gibt es schon eine Begründung, warum Trust oder die Menschlichkeit, gesagt, ist ja nicht nur die persönliche Beziehung, sondern auch der Trust in Menschen, die da eine Organisation leiten, und das kann heute einfach nur eine Bank sein. Oder Regulation mag mühsam sein, aber ist jetzt auch gut für Banken eigentlich, weil es ihr Geschäftsmodell schwieriger macht zu kopieren. Ja. Du kannst höchstens eine Bank kaufen, wenn du sagst, ich will da rein, aber das von Grund auf aufzubauen und das Vertrauen, schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, und Regulierung ist was Gutes. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir in der Schweiz streckenweise ein bisschen weit oben sind mit, also Deutschland auch so, dass man dann ganz viel bis ins Letzte regulieren will, muss man aufpassen, dass man Banken nicht quasi den Atem nimmt. Aber grundsätzlich ist eine kluge, intelligente Regulierung in ganz vielen Bereichen, bei Krypto und so, Blockchain, hat die Schweiz sehr, sehr gut gemacht, dass sie offen reguliert hat, also man lässt Raum für Ideen und so, schaut aber, dass man das Schlimmste verhindert. Und das ist immer, wenn es um Geld, Anlagen, Investitionen, Zahlung geht, natürlich ganz wichtig, dass Menschen geschützt sind, und das braucht Regulierung, das braucht Regeln und ganz klar, deshalb ist das sehr notwendig. Und Regulation kann ja auch im Dialog passieren. Absolut. Das ist ja nicht nur top-down, sondern es muss natürlich top-down dann umgesetzt werden, aber dass es funktionierbar umgesetzt wird, ich glaube, da gibt es viele Chancen. Genau. Ja, super. Aber du hast mich auch bestätigt, dass wir auch mit Open Wealth am richtigen Weg sind, oder Standardisierung, Open Finance, einen Bereich rausnehmen. Ja. Und ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Wir hätten da nicht Erfolg gehabt, obwohl wir nur am Verein sind, wenn wir nicht einen Business Case gehabt hätten, einen Use Case. Und das Schöne ist ja, welchen haben wir gewählt? Dort, wo es eigentlich schon, wenn du willst, Embedded Finance so eine Art ist, nämlich externe Vermögensverwalter, die bereits die Endkunden bedienen, aber von Banken als wichtiges Kundensegment erkannt wurden. Ja, jetzt diesen Datenfluss und auch Transaktionsfluss zu optimieren. Und da ist viel Potenzial drin offensichtlich. Absolut. Das war der gute Startpunkt, und von dort kann man weitergehen. Also es kann funktionieren, auch durch den Markt. Ja, natürlich. Und die Banken helfen mit. Ja. Also da darf ich ein Kränzchen winden. Ja. Ich finde auch, weil zum Beispiel ich habe mal über euch, also eure Assoziation, geschrieben, gesagt, die Open Wealth, ihr heißt Association. Klingt besser als Verein, aber... Ja, smart. Das ist eigentlich eines der leuchtenden Beispiele für Open Finance, weil da ist Bewegung gekommen, in dem einfach ein paar Menschen, Banken, Leute, Tech, also zusammengenommen, einfach, ich sage jetzt ein kluger Haufen, populär gesagt, komm, wir packen das mal an, wir suchen mal Schnittstellen, standardisieren und. Und dass man damit ziemlich weit kommt, das habt ihr ja bewiesen, und das ist großartig. Das ist einfach gut, weil das nützt ja dann allen am Schluss. Also es nützt ja absolut. Genau. Absolut. Und alle haben was davon. Und es ist eben ein Beispiel, dass man sagt, in der Schweiz laufen auch gute Dinge, das ist toll. Absolut. Und nochmal, hoffentlich haben wir dieses Jahr gut News dann zu verbreiten, wo wir jetzt auch starkes Interesse aus Singapur haben. Also unser Ziel war immer, also nicht nur darum, der Witz war wegen dem Verein, aber wir wollen ein bisschen international auch werden, weil ein Standard ist nur so viel wert, wie er genutzt wird. Klar. Wir haben noch sehr viel Potenzial in der Schweiz, ist uns bewusst. Wir haben aber immer noch ein sehr gutes Backing der Banken, der WealthTech dahinter. Aber es ist nicht das super sexy Thema wie andere Dinge, die dann immer wichtiger und dringender sind. Aber du musst Pioniere haben, die da immer noch seit Beginn mitmachen. Und da sind wir für alle die Member, die bis heute sehr stabil geblieben sind und weiter wachsen. Klar. Nur dann geht's. Oder? Ja, ich muss sagen, es gehört dennoch zu den super sexy Themen, weil Vermögen... Für uns beide schon, aber nicht Nein, eigentlich für alle, weil Vermögen erschaffen, anlegen, Erträge erwirtschaften und so, also das finden viele Leute ziemlich sexy. My Speech, aber das Thema ein Verein... Nein, ich weiß, ich dachte immer, ich werde erst nach meiner Pension, mal Vereinspräsident, aber jetzt hat es schon früher geklappt. Deshalb heißt er Association. Und das ist kein Verein. Nein, das ist eine coole Sache. Super. Ich finde einfach alle gut in der Schweiz, und wir schreiben über alle die. Das ist auch wurscht, ob eine Bank was Innovatives macht, ob Startup, Fintech, egal. Einfach die Leute, die den Finanzplatz, die Branche vorwärts bringen, durch wirklich Ideen und ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen.
Das Ja. ist gut, das bekommt dem Finanzplatz Schweiz sehr, sehr gut. Super. Hey, vielen herzlichen Dank. Ich hätte noch 100 Themen, die ich gerne Ja. ansprechen will, aber wenn man deine Meinung immer neutral, aber auch pointiert weiterverfolgen will, dann haben wir all deine Kanäle, Money Today, wirklich Genau. sehr interessant. Vielen herzlichen Dank und Ruedi, wir sehen uns hoffentlich bald wieder Sowieso, klar. mal, anytime und danke für deine Zeit. Danke dir, Raphael, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.